Ausgeblichenen Kunststoff dauerhaft wieder schwarz bekommen? Ja, das geht, und wie, erfährst du in diesem Video. Nicht nur alte Autos sind davon betroffen, auch wenn wir jetzt hier wirklich ein altes Auto haben, aber gerade so ausgeblichene Kunststoffteile außen passieren einfach mit der Zeit, beziehungsweise sie bleichen mit der Zeit aus. Durch die Umwelteinflüsse entweicht der Weichmacher, die Oberflächenstruktur verändert sich und es wird weiß oder grau. Jetzt gibt es allerhand Methoden, wie man das erstmal wieder schwarz bekommt. Wir haben euch auch schon eine sehr gute gezeigt, die auch eine gewisse Weile hält, nämlich die Oberfläche anrauen und damit Kunststoffpflege wieder schwarz machen. Aber es gibt auch eine Möglichkeit, das dauerhaft wieder einzufärben, sodass die Stoßstange wieder aussieht wie neu und auch deutlich länger hält, als wenn wir nur in Anführungszeichen eine Pflege oder eine Versiegelung drauf machen. Die Methode ist ein bisschen umfangreicher, aber dennoch für jeder Mann, jede Frau zu Hause nachzumachen, weil die Produkte ganz normal frei erhältlich sind. Es muss nichts gesprüht werden, es muss nichts abgeklebt werden, und ich will jetzt gar nicht weiter spoilern. Wir starten jetzt mit der Vorbereitung der Stoßstange, dann mit dem Färben, und ich erkläre euch Schritt für Schritt, wie ihr von einer weißen Stoßstange wieder zu einer schönen schwarzen kommt. Ja, Ausgangsergebnis nochmal in der Übersicht. Wie gesagt, Jahrzehnte alt und hat wirklich mal ein bisschen Pflege nötig. Da reicht leider nicht einfach Kunststoffpflege, deswegen dieser umfangreiche Weg. Ich habe ein bisschen gelogen, muss ich zugeben. Nicht abkleben stimmt nicht. Also gerade wer das erste Mal macht, sollte wirklich Lackflächen abkleben, damit man da nicht rankommt. Mit der Farbe ist gar nicht so schlimm, die kriegt man weg, aber jetzt bei dem Schritt mit dem Schleifen sollte man wirklich aufpassen, weil wir benutzen hier 4000er Schleifpapier auf Interface zusammen mit einem speziellen Lösemittel, das nennt sich GLD-Lösung, alle Produkte unten verlinkt. Denk unbedingt an den Rabattcode bei Waschguru, beziehungsweise die Produkte, die du nur im Lederzentrum findest, musst du dann eben da bestellen. Gerade die Profi-Produkte gibt es halt nur da. 1-2 Profi-Produkte verwenden wir hier, aber das ist gar kein Problem, die kannst du einfach bestellen. Wir schleifen die Stoßstange mit dem GLD-Lösemittel ab. Was dann passiert, einmal, wir können die Oberfläche natürlich ein bisschen aufrauen und wir entfernen diese alte, tote, oxidierte Schicht. Das werden wir gleich sehen, wenn ich mit dem Schleifen durch bin, und im Zwischenergebnis, dass sich die Optik schon massiv verbessert. Aber erstmal muss man hier ein bisschen Mühe investieren und das einmal gründlich abschleifen. Wie gesagt, du siehst, ich klebe hier nicht weiter ab. Ich habe das schon ein paar Mal gemacht. Ansonsten, wenn du unsicher bist, kleb dir einfach die Lackflächen ab. Dann gehst du auf Nummer sicher und hast hier keine Schleifspuren an deinem Lack. Achte bitte beim Schleifen auch unbedingt darauf, dass du die Kanten schleifst. Also falte dir das Papier, dass du auch wirklich hier in diese Kanten reinkommst. Überall, wo nicht mit dem Lösemittel geschliffen wurde, werden wir später Haftungsprobleme bekommen. Also das ist wirklich fast der wichtigste Schritt an der ganzen Sache, wie fast immer. Die Vorbereitung ist hier auch das A und O. Der Kunststoff ist jetzt vorbereitet. Wir könnten das Spiel mit dem Schleifen auch so weit treiben, bis wir wirklich eine gleichmäßig schwarze Oberfläche haben. Das sieht man ja an manchen Stellen schon, dass da wirklich wieder ein gleichmäßig schwarzer Kunststoff durchkommt. Aber das brauchen wir gar nicht, weil wir es ja färben. Und dafür nehmen wir einfach Lederfresh. Das könnt ihr einfach so bestellen, verlinken wir euch unten. Wir haben es uns das jetzt selber angemischt, aus der Profifarbe sozusagen, in schwarz. Ich brauche jetzt wahrscheinlich auch nicht so viel hier. Ich mache jetzt mal hier irgendwie 40, 50 Milliliter. Machen wir mal 50, lässt sich leichter dosieren. So. Und jetzt kommt der Unterschied zum normalen Fresh, und zwar machen wir ein Produkt rein, das nennt sich Vernetzer. Das ist ein Produkt, was dafür sorgt, dass die Farbe sich vernetzt. Macht man in der Profi-Reparatur später beim Topcoat, also beim Klarlack, mit rein. In dem Fall machen wir gleich 5% in die Farbe mit rein. Das heißt, bei 50 Milliliter brauche ich auf jeden Fall eine Spritze, um das abzumessen. Selbst da wird es jetzt nicht auf den Milliliter genau, aber das reicht auf jeden Fall ungefähr. Dadurch wird die Farbe haltbarer, hält besser, und ich denke, wir kriegen ein schönes Ergebnis. Wie gesagt, das mischen wir uns an. Wenn man sich das angemischt hat, hält das, ich würde sagen, einfach mal 2 Stunden zur Sicherheit. Länger sollte man es nicht stehen lassen, also wirklich direkt vorm Auftrag machen und dann nochmal durcharbeiten, ohne 20 Mittags Kaffee- und Zigarettenpausen. So. Ja, Farbe ist haltbarer und hält besser, war ein guter Satz. Die Farbe ist haltbarer und wasserfester, das wollte ich eigentlich sagen. Wie dem auch sei, die erste Schicht streiche ich mir relativ dick auf, damit ich wirklich satten Farbauftrag auch in die Oberfläche bekomme. Danach tupfe ich nochmal hinterher, um diese Streifspuren sozusagen wegzumachen. Sonst habe ich wie so Pinselstriche auf der Oberfläche. Ist bei unlackiertem Kunststoff nicht ganz so wild, aber sieht schöner aus, wenn man danach die Oberfläche nochmal nachtupft. Und hier ist mehr, wirklich mehr, also spar nicht an der Farbe, sonst brauchst du wirklich ewig für so eine Stoßstange. Genau, und so arbeite ich mich jetzt einmal komplett durch. Wenn du mal zu viel Farbe benutzt hast und anfängst zu laufen, einfach nochmal drüber tupfen. Du kannst auch zwischendurch mit dem Föhn trocknen, aber wenn es, sage ich mal, wärmer als 20 Grad sind, brauchst du es eigentlich nicht. Du hast jetzt hier gesehen, wir sind auch ein bisschen mit Farbe an den Lack gekommen. Das macht aber gar nichts, denn die Farbe lässt sich super einfach vom Lack wieder abwischen, ohne große Probleme. Ja, Mo war da ein bisschen sehr hastig, aber ihr seht, zack, weg ist die Farbe. Also von daher, wenn man das vor der Aufbereitung macht, gar kein Problem. Ansonsten, wer sich da unsicher ist und einfach Zeit sparen will oder beziehungsweise einfach nicht an Lack rumwischen will, einfach abkleben.
Wir haben ein schönes Ergebnis erreicht. Es waren nur 2 Durchgänge nötig, dass wir deckend wurden. Hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Ich dachte, wir machen 3 oder 4. Wir haben wieder einen schönen Glanz da. Das sieht einfach aus wie eine neue Stoßstange. Finde ich wirklich schön. Und ist kein großer Aufwand. Also klar, das Abschleifen und Entfetten ist ein Mühe mehr Aufwand, als wenn man nur eine Kunststoffpflege macht. Aber das Auftragen mit dem Schwämmchen ist ähnlich wie bei einer Kunststoffpflege. Ihr müsst auch trocknen, ihr müsst warten lassen, müsst vielleicht 2-mal rüber, um einfach eine gleichmäßige Deckung zu haben. Von daher würde ich vielleicht sagen, gesamt 20-30% mehr Aufwand als Kunststoffpflege mit einem Ergebnis, was natürlich um ein Vielfaches das Ergebnis der Kunststoffpflege bei so einer ausgeglichenen Stoßstange übersteigt. Probiert es einfach selber mal aus. Produkte sind alle unten verlinkt, dann könnt ihr es gerne nachmachen und ausprobieren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Drückt die Glocke und abonniert den Kanal, um kein Video zu verpassen. Bis dann. Hau rein.